Die Geschichte der türkischen Eisenbahn begann 1856 mit der damals längsten Bahnstrecke weltweit und den weiteren entstandenen 13.000 Kilometer Schienenstrecken. Im Jahr 1825 beförderte in England die erste Eisenbahn Personen auf Schienen. 1833 plante Muhammad Ali Pascha die erste Eisenbahnstrecke im Osmanischen Reich. Sie sollte eine Verbindung zum Hafen am Meer ermöglichen und die Ware schneller transportieren können. Mit der Verbindung der Städte Kairo bis Alexandria wurde im Jahr 1856 die damals längste Bahnstrecke der Welt in Betrieb genommen. Die Strecke hatte eine Länge von 211 Kilometern. Im Jahr 1857 fuhr eine Dampflokomotive auch von Izmir nach Aydin. Hier war die Distanz 130 Kilometer. Dann folgten weitere 224 Kilometer Schienenstraße im Türkenreich von Rostock nach Varna. Ab 1883 erreichte man das Osmanische Reich von Paris bis nach Istanbul mit dem Orient Express. Eine andere sehr bekannte Eisenbahnstrecke wurde mit 1600 Kilometern die Bagdadbahn, ausgehend von Konya bis nach Bagdad. Bis zur Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 entstand allein im Osmanischen Reich ein Schienennetz von 8619 Kilometern. Davon waren 4559 Kilometer Schienennetz innerhalb der Grenzen der heutigen Türkei. Das ist der 1899 geborene Ahmet Muhsin. Er war Maschinenbauer und arbeitete ab 1926 als Heizer auf einer Dampflokomotive. 2 Jahre später machte er die Lokführerprüfung und seither arbeitete Ahmet Muhsin im Staatsdienst als Lokomotivführer in der Türkei und fuhr bis zu seiner Pension regelmäßig die Strecke zwischen Nazilli und Aydin. Eine Dampflok zu führen, brauchte ein großes Wissen an Technik und Feingefühl. Als Lokführer hatte man deshalb großes Ansehen bei der Bevölkerung. Wenn Kleinkinder heute den Piloten als Traumberuf wählen, war es damals bei Kindern der Beruf des Lokführers. In seinem Beruf hatte Ahmet Muhsin die Möglichkeit, auch eine Dieselmotorlokomotive zu fahren. Diese zu steuern schien ihm aber viel einfacher als seine Dampflokomotive. Bis 1996 konnte man noch vereinzelt Dampflokomotiven auf türkischen Schienen sehen. Danach wurden die dampfbetriebenen Lokomotiven durch die moderneren Dieselloks ersetzt. Die Türkei erweiterte die Schienenstraßen bis 2002 auf rund 11.000 Kilometer. Bis heute wurden rund 13.000 Kilometer Bahnschienen verlegt, weitere Projekte sind noch in Arbeit. Seit 2014 erreicht man Ankara von Istanbul in 4 Stunden mit dem elektrischen Hochgeschwindigkeitszug. Die Strecke ist 533 Kilometer lang, zweigleisig und für 250 km/h ausgelegt. Früher benötigte man für diese Reise rund 7 Stunden. Die Geschichte der türkischen Bahn konnte nur mit Hilfe von Deutschland und Großbritannien so früh beginnen und die Modernisierung bis heute mitmachen.